Morgen und willkommen zu unserer wöchentlichen Live-Übertragung der Tourismus Namibia Show. Mit mir heute im Studio ist Frau Wiebke Schmidt. Hallo Wiebke, willkommen. Hallo Frank, guten Morgen. Ja, Wiebke ist zur Abwechslung mal wieder mit dabei. Das ist eigentlich ganz schön, dich mal wieder mit dabei zu haben, Dankeschön. denn sie war diese Woche unterwegs, also in der vergangenen Woche. Und ja, aber komm, ich stelle mich erstmal vor, ich bin Frank Steffen von der Allgemeinen Zeitung und natürlich arbeiten wir beide zusammen an der Tourismus Namibia, an dem Magazin, das ja jetzt gerade wieder rauskam. Und wir haben da auch einige Ideen, wie wir das demnächst vergrößern wollen. Also wir sind da gerade, wir wollen dieses ganze Tourismusprinzip ein bisschen weiter fördern, intensiver fördern und hoffentlich gelingt uns das auch. Aber willkommen zu dieser Show und bevor wir jetzt uns die sogenannten Topics dieser Woche, also die Themen angucken, hören wir erstmal schnell rein, was unsere Nachrichten noch sind im Markt. Willkommen zurück und ja, wie gesagt, wir haben hier auch gute Nachrichten gehabt, allerdings auch traurige Nachrichten. Traurige Nachrichten insofern, dass man jetzt eben festgestellt hat, dass da 300 Kadaver wurden gefunden oben in dem Kasa-Park. Kasa ist ja diese Kombination mit Kavango, beziehungsweise also Namibia und dann eben Angola, Sambia, Zimbabwe und Botswana. Und da sind ja diese ganzen verschiedenen Parks, die sich zusammengeschlossen haben und das ist also ein Transfrontierpark. Und was eben schade ist, diese 300 Kadaver sind gefunden worden und man hat eigentlich keine offensichtliche Ursache identifizieren können. Also man führt das zurück auf Stress, stressbedingt und natürlich auch Nebenbuhlerei und so weiter. Es geht darum, da sind jetzt bis zu 200.000 Elefanten. Also stressbedingt durch Überpopulation. Genau, und das fängt an wirklich ein echtes Problem zu werden. Ich weiß, Jagd ist immer so ein rotes Tuch für alle, aber wir müssen einfach Realisten sein. Wenn da derart viele Tiere sind, was mit denen machen? Wenn die jetzt elendig verrecken, dann, das kann ja auch nicht der Sinn sein. Ja. Und dass sie vor allen Dingen womöglich mit der Zeit verhungern. Also insofern ist es halt schade, was jetzt momentan da passiert. Dann können wir das nachhaltig nutzen und das ist ja immer wieder das Prinzip, das Namibia versucht auf die Reihe zu bekommen, dass wir Tiere nachhaltig nutzen und dadurch, dass die Bevölkerung den Vorteil daraus zieht, ob das über Jagd und Hegegebiete, sogenannte Conservancies sind, oder ob das eben auf andere Weise ist. Sie können so Geld dazu verdienen. Das ist richtig. Und nur so können wir unsere Leute mit der Zeit überzeugen davon, dass Naturschutz für uns wichtig ist. Das ist richtig. Die Sache ist halt einfach, dass die Gebiete für das Wild immer kleiner wird, weil der Mensch sich immer weiter ausbreitet. Und da jetzt die richtige Waage zu finden oder Balance zu finden, das macht das Ganze natürlich schwieriger. Ja, und ich denke, was drüben verstanden wird, und wenn ich von drüben spreche, spreche ich in dem Fall Europa, Deutschland, wo immer gerade, wo wir ja die größten Gegner haben im Moment, weil Elfenbeinhandel, oh Gott, bloß nicht darüber reden. Es ist aber wirklich so, dass wenn wir diese Tiere erhalten wollen, so wie wir es momentan haben, der Kasa ist ja mittlerweile einer der größten Parks, die es gibt. Ja. Und wenn wir die erhalten wollen und eben diesen Lebensraum für die Tiere nicht noch kleiner machen wollen, dann müssen wir die Leute davon überzeugen, dass dies die Antwort ist. Und das können wir nur, wenn sie auch daraus verdienen. Ja, das ist nun mal so. Denn wir reden hier von Leuten, die sonst kein Einkommen haben. Die können ja nun nicht mehr da wie früher die Buschmänner jagen. Die Zeiten sind vorbei. Und wenn wir das denen möglich machen wollen, muss man uns erlauben, das nachhaltig zu nutzen. Ob das nun in Form von Elfenbein ist, ob das in Form von Jagd ist, für Trophäen und so weiter. Ich weiß, keiner spricht gern darüber, aber es ist nun mal die einzige Art, wie es nachhaltig
dass es für alle dann auch erhalten Denn bleibt. keiner schenkt diesen Leuten jeden Monat ein kleines Taschengeld und sagt, na gut, dafür, dass du die Elefanten aufgepasst hast, hier hast du was. Nicht? Und dann kommen die Elefanten immer weiter in ihren Lebensraum. Der Mensch-Tier-Konflikt wird nur schlimmer dadurch. Ja, und das ist halt das, was schade ist. Man müsste da doch nochmal nachgucken, ob die Welt nicht sich einigen kann, wie man in Afrika eben erlaubt, dass diese Tiere nachhaltig genutzt werden. Nur so erhalten wir sie am Ende. Sonst sind die nachher auch nur noch im Museum zu sehen. Ja, und dann die gute Nachricht, gerade in der Covid-Zeit, ist, die EU hat uns 22 Millionen, wie sie sagt, geschenkt. Was heißt uns? Also dem Umweltministerium. Ja. Und das geht in 2 Tranchen. Das eine ist 510.000 Euro und das andere war 660.000 Euro. Und die werden jeweils angewandt für eben diese Hegegebiete. Sehr schön, ja. Und da geht es dann nicht nur, das eine, also die 510 gehen an Naxo, die eben sich mit der Verwaltung dieser Hegegebiete befasst. Und da geht es wirklich um die Verwaltung allen voran, aber es geht auch darum, dass die teilhaben sollen an den Grundsätzen, die international unterhandelt werden. Also genau das, was wir gerade eben besprochen hatten, wie nachhaltig zu nutzen, was getan werden muss und so weiter. Und der zweite Teil, die 660, die geht darum, um bestehende Hegegebiete, die bereits vorher sich nicht gelohnt haben, selbstständig zu machen, sodass eben den Methoden beigebracht werden, wie sie nachhaltig ihr Gebiet ausnutzen können und so weiter. Also gewissermaßen ein Kickstart, einfach nur erstmal in den Gang zu kommen. Ich finde das super, also denn gleich am nächsten Tag ging es dann weiter, 250 Millionen von Deutschland. Wow. Das ist eine Menge Geld und ich finde das super. Das ist kein Kleingeld und da hat man das Gefühl, ja, hier kann wirklich was mit unternommen werden. Und da geht es ganz einfach um den Erhalt der Hegegebiete. Durch Covid haben die Leute alle kein Einkommen. Es geht also ganz gezielt darum, festzustellen, welche Naturschützer da sind, die ihr Gehalt momentan nicht verdienen können auf diese Art. Welche Leute haben sich schon eingerichtet in ihren Hegegebieten als Bauern, beziehungsweise ob das Perlen sind, die aufgefädelt werden zu Ketten oder ob das die Körbe sind, die geflechtet werden und so weiter. Diese Leute haben im Moment kein Einkommen. Und das will man damit eben verbessern, damit die eben diesen Sprung über Covid schaffen. Ja, und dann kann man mit der Zeit eben weitersehen. Bleibt halt eben abzuwarten, wie lange diese Covid-Sache anhält und wie lange dann das Geld reicht. Wie sagte der Minister zu dem Zeitpunkt, er sagt, wir müssen diese Balance finden. Es muss irgendwo abgewogen werden zwischen Wirtschaft und Gesundheit. Es kann nicht nur die Gesundheit die Rolle spielen. Ja. Denn am Ende des Tages, wir können ja nicht warten, bis die Leute verhungern. Das ist es, das geht auch an die Gesundheit. Auf eine ganz andere Art die Rechnung beglichen. Ja. Ne? Aber die Stimmen werden ja auch immer lauter, dass das Land eben nicht zugrunde gerichtet werden darf. Was nützt es? Und ich weiß, es gibt da verschiedene Auslegungen, jeder hat da so seine Meinung. Aber ich habe doch das Gefühl, dass der Minister momentan sein Bestes versucht, eben diese Grenzen aufzubekommen. Aber wie er schon sagt, das ist nicht einfach nur Simsalabim und dann machen wir die Grenzen auf, sondern das ist wirklich ein Fall von, wir müssen erstmal uns daran tasten. Und es muss behutsam gemacht werden, das ist genau, richtig, und die sind in engen Gesprächen mit der deutschen Botschaft hier und auch drüben. Ich sprach mit einem Mann, der wollte nur nicht unbedingt genannt werden, aber der behauptet, dass es die deutsche Fluglinie drüben kann bis zu 2000 Touristen pro Woche reinfliegen, jetzt. Die Nachfrage besteht. Und wie sagt er, selbst wenn wir nur 1000 jetzt pro Woche machen, das wäre doch mal ein Anfang. Das ist richtig, aber wie ist es mit der Quarantäne? Die sitzen da mit interessanten Ideen. Also es soll wohl so funktionieren, dass die Leute, bevor sie abfliegen, schon getestet werden. Sie müssen also einen negativen Testresultat mitbringen. Und dann am Flughafen, bevor sie in die Maschine steigen, werden sie nochmal getestet. Dann kommen sie hierher und sind 3 Tage lang in Quarantäne, denn binnen 3 Tagen würden die Resultate bekannt sein. Alles klar. Und dann geht es eben jetzt darum, wie man das genau eben einsortiert, dass die Lodges, die dann eben solche Leute aufnehmen, wie die das verwalten und damit da wirklich auch kein Mist passiert. Ne? Man will natürlich das Ding auch in Ordnung wissen. Und dann am besten gleich die 3 Tage oben in der Etosha zu verbringen.
dann hat man da... Das ist echt das, nicht? Und man kann sowas, also man muss nur genau jetzt feststellen, wie das klappen kann, wann und wo und so weiter. Ja. Ich denke natürlich, wir wollen alle gestern schon aufmachen, aber das dauert jetzt halt noch ein bisschen. Ja, und das sind halt unsere Themen, unsere Topics. Hören wir nochmal schnell rein, was wir an Reklamen für Sie hier bereit haben. Und dann sind wir danach bei Destinations. Destinations. That's why Wiebke is sitting here, not only to look beautiful. No, fact is, Wiebke was invited to Lüderitz, and we sent her as representative of Namibia Tourism, and she obviously wants to tell us a bit about what she did as she went down there. Ja, also ich kann es gar nicht erwarten, davon zu berichten, weil Lüderitz habe ich schon seit über 20 Jahren nicht mehr besucht und wo ich jetzt merke, es würde echt Zeit, es ist nicht nur eine wunderschöne Stadt, sondern eine Stadt, die viel zu bieten hat, aber der Reihe nach. Zusammen mit Tanja Bause vom Republikan sind wir runtergefahren nach Lüderitz und haben die Helmeringshausen-Strecke genommen, wo es auch den besten Apfelkuchen, was ich wirklich bestätigen kann, gibt. Die Strecke ist wunderbar. Sie war natürlich frei, die Straße selber kaum Wellblech und also wirklich schön zu befahren. Hier sind wir jetzt in Aus und nähern uns immer mehr Garup, wo wir auch das Glück gehabt haben, dass wir wirklich auf wilde Pferde gestoßen sind. Yeah. As you can see here, those are the wild horses of Garup that Wiebke is telling us about. They actually went via the sand road via Helmeringhausen over Aus and onto Garup. Yeah. Ja. Übernachtet haben wir auf Einladung von Brenda Kotze im Obelix Gasthaus. Also wirklich eine wunderschöne Unterkunft, gleich am Eingang der Stadt. Der erste Tag von unserer Tour, der begann auf der Seapad. Und zwar haben wir eine Tour gemacht, zusammen mit Heiko Metzger, bis nach Halifax. Wir hatten ein wunderbares Wetter. Die See war windstill. Ich hatte die Reisetablette praktisch umsonst genommen, aber sicher ist sicher. Sind auf Pinguine gestoßen, Delfine haben uns begleitet und also es lohnt sich auf jeden Fall eine Bootstour zu machen. So if you go to Lüderitz, you can take part in that little tour of the bay and so on. It's Seapad, as you can see there. Wiebke reckons it's a tour that you shouldn't miss because you get to see dolphins, you get to see different wildlife and so on. So this is really quite an impressive little route. Ja, das war jetzt außerhalb des Programmes, weil Tanja Bause und ich, wir haben dann noch die Austernfarm besucht, einfach aus Interesse halber. Alle Austern, die in Walfisch kommen aus Walfish Bay als Mini-Austern und gehen dann wieder nach Walfish Bay zurück. Okay, just quickly, so these oysters are brought from Walfish Bay when they're still little and then they're actually farmed out in the bay. That's right. Und jetzt haben wir eine Tour gemacht, zusammen mit Heinz Manns von Namib Offroad Excursions. Und zwar nach Elisabethbucht, wird kurz eBay genannt. Das hatte mich am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich dachte, was hat eBay jetzt damit zu tun? Ja, aber du brauchtest nichts kaufen. Es ist aber es ist eine unglaubliche Stadt, auch eine der vielen Geisterstädte. Bekannt ist natürlich Kuhlmannskupp, aber es gibt viel mehr zu bieten. Wir haben Grillenplatz oder Grillental, wir haben Elisabethbucht und es gibt Pomona. Just to catch up for you, obviously you've got Grillental, you've got Elizabeth Bay, eBay, that's why we were joking about it just now. Nobody needs to buy anything. These are all the old mining towns along the road as you go down to the Arch Rock. Ja, Rock Arch. Genau, weil da sind wir nämlich jetzt gerade unterwegs am nächsten Tag. Wir befinden uns jetzt hier in Pomona, jetzt schon am Bogenfelsen. Die Tour, die haben wir zusammen mit Luffy und seinem Sohn Ramon Drucker unternommen von Coastways Tours. Ja, jetzt geht es ein bisschen schnell. Ich hätte mehr Bilder reinnehmen sollen, aber wie auch immer. Es ist empfehlenswert, die Tours zu machen. Wir haben eine wunderbare Stadttour zusammen mit Marion Schelkle unternommen. Ah, ja, Marion Schelkle is von part and Lüderitz parcel of Lüderitz. Ja, she obviously took them around in Lüderitz. As you can see, there's lots to see and it's a nice town. And you were lucky, you had good weather. Wir hatten absolutes Wetter. Also jedem Fotografen, sein Herz musste höher schlagen. Lüderitz jeden Tag beim strahlenden Sonnenschein. Es war mehr oder weniger windstill, aber das gehört nun mal einfach zum Meer, zum an der See zu sein. Hier sehen wir die kleine Gruppe, die wir waren.
machen mit den Anbietern. Oh, Wir wurden verwöhnt, kulinarisch verwöhnt von Joel Fontes von The Portuguese Fisherman, ein Lokal, was wirklich den erstklassigsten Fisch bietet, schlechthin. Yeah, just make a note of that. What was that? Portuguese fisherman? The Portuguese Fisherman, Yes, kann ich nur empfehlen. Yeah, yeah. Like we said, the whole tour. This is obviously a quick rundown, but Lüderitz is worth visiting. It is off the beaten track. I mean, it's far from here. Yeah. But if you look at the Tourismus Namibia, which we brought out earlier. Just remember, Lüderitz is not that far anymore if you come, for example, from the Cape and you organize your trip properly, coming from the Cape up through the Richtersveld and going through Ice, then you might as well go to Lüderitz because there's a lot to see. It's just a different place. It's a typical Fischer Dorpi. Absolut. Und was ich anmerken möchte, ein Tag Lüderitz, dafür ist es einfach die längste Sackgasse der Welt. Ne? Man fährt ja von aus, fährt man ja über 100 Kilometer bis nach Lüderitz rein. Nehmt euch mehr Zeit. Lüderitz ist wirklich eine Reise wert und vor allen Dingen dort mal ein paar Tage zu bleiben. Es 5 Tage kann man da einfach durchbringen. Locker, ja. Und vor allen Dingen, diese Stadt hat ein solches Flair. Die Leute sind unglaublich zuvorkommend, freundlich. Wie gesagt, man kriegt gutes Essen, es sind wunderbare Unterkünfte da und es gibt wirklich viel zu unternehmen. And there's lots to see if you go out to the fjords, if you go out just along the big bay or the small bay, if you go to Achat Strand, like you said, you can do excursions, whether it's Kolmanskope, whether it's eBay, if you go down to the Rock Arch. There's much to do, and like you said already, if you just go out on an excursion through the bay on the boat, I mean, there's really lots to do. I think Lüderitz is sometimes underrated in terms of what they offer. Yeah. Und was man auch alles erfährt, gerade wenn man natürlich durchs Sperrgebiet geführte Touren unternimmt, eine Fülle von Geschichten. Und auf einmal kommt die Vergangenheit so ganz näher und man sieht, unter welchen Bedingungen wurden damals die Diamanten gefunden, zerkleinert oder wie ist man da rangekommen? Also hochinteressant, was man sich keinen Fall entgehen lassen sollte. And that is really so, that if you do tours to Kolmanskop, you enter a different world. You suddenly see that these were riches. Yeah, but it's not like only the gold Kolmanskop. rush you had in America. Here you had the diamond rush, and people were prepared to go and live in the middle of nowhere. If you go to Elizabeth Bay, and I always find it funny, any of these, whether it's Grillenthal or wherever, you sometimes still find these kettles standing on and pots standing on ovens, and in some of the houses and so on. So really, it is worth going to Lüderitz, and you can combine it with different things because you've got the wild horses along the road, Garup and wherever. You have all these various alternatives that you can visit before or after, whether that is going to Sperrgebiet for a tour right down to Oranjemund, or whether you organize it and you go to Fisher River Canyon, go to Ice and go to those places. And even if you just go back up and go to Sossus. So it really depends from what direction you're coming. There's a lot of opportunities, that's true. Yeah, so thank you for giving us a little insight there. Very welcome. With that, we want to just tell you a bit what's going on in the marketplace, and we'll come back with an interview. Yeah, to the point, while you were down there, you spoke to? Yeah, I spoke to Brenda Kutzi. She's the owner of the Obelix Guest House in Lüderitzbucht, and let's hear what she's talking about. Good day. We are here with Ms. Brenda Kotze from Obelix Guest House in Lüderitz. Good morning. Good morning. Can you please tell us about this initiative that you started to get tourism back to Lüderitz? Okay, due to the COVID-19, the tour operators were suffering terribly because it's the only source of income they do have.
And myself, I also felt the impact of the COVID-19. And you're always so much stronger to get a team together and not work individually. So we got all the tour operators together, and we sat around a table, and we tried to figure out what could we do. And then we thought, you know, the Namibians don't really visit southern Namibia because they don't really know what there is to offer, and especially Lüderitz, because it is really out of the way. And there is only one road in and only one road out. So if people do come to visit Lüderitz, they need to see everything we do have on offer. So, and that is why we contacted NMH to see if they would be prepared to do a media tour, which I think it was fantastic. And so now the guests can see, the tourists can see what there is on offer. And then instead of just staying for one night, they can stay 4 to 5 nights, and then we're kept busy every day. And Lüderitz has quite a lot to offer. It's ghost towns. Oh, absolutely. Lüderitz has a lot to offer. Many people think it is only Kormanskorp, the ghost town, which is well known around the world, but they don't know about Elizabeth Bay. They don't know about the Bochenfels, and of course the Halifax tour to the Penguin Island with the catamaran. And there's actually plenty more. The history of Lüderitz is incredible, and the German church is an absolute must to see. And you can go there between 5 and 6 because of the way the sun shines into the church to be able to see the glasswork. Is there any efforts being done of Lüderitz people to get more South African tourists to the town as well? Not that I know of. Everyone has, of course, dropped in prices, but I don't know of anyone else who's trying to attract any other form of tourists, because we used to get in overseas tourists, many nationalities, the French, the German, the Spanish, and from Ukraine and that. And that has all, of course, dried up. But I'm very positive that the COVID-19 is going to continue for very much longer. But we would like the Namibian to come and see the rest of Namibia and concentrate a bit more on the southern Namibia. You've got a slogan also. What is that? Yes. We heard about local is lekker, so we thought, okay, local is lekker, but Lüderitz is lekkerder, because I don't think there is anything else in Namibia that has this that Lüderitz has to offer. I don't think you can find in the rest of Namibia. Tja, auf jeden Fall eine Reise wert. Yeah, I must declare my interest. I grew up there for 7 years, so I know Lüderitz intimately, and the nice thing about Lüderitz is because it's small and compact for children, you can actually go into these little hills, and I remember we used to hunt for even rats and mice, and we would go up to the water reservoir and find owls and all types of things. So, you know, I've got fond memories as a child, and it is still that same feeling. If you go out to the fjords, if you go out to the Sturmvogelbucht, all those various places, there's really much to do. And as a child, it has a totally different feel. Absolutely. Because it's unique. Lüderitz doesn't have a similar sort of feel in any other town, and that's so typical of Namibia, is it not? Yeah. Wherever you go, there's always something totally different to what you've just experienced when you went along your way to that site. Yeah, no, that's whether right. you take Damaraland, whether you take Kavango or Zambezi, or you go down into the Kalahari, in this case, go into the Namib. There's always something different. That's really Namibia. Nice. Yeah, and that's, by the way, why we have this Tourist of the Year competition. You will see all along the in our newspapers, Allgemeine Zeitung, Republikein, Namibian Sun, and even on the Erongo and the Windhoek Express sites. We're promoting it at the moment. So do take part if you feel that you're the one special person who is able to tell us about a tour to a destination, experience the whole thing and share that experience, whether it's videos, photos and whatever. And the idea is obviously that you promote the place that is sponsoring you, and at the end of the day, at the Namibia Tourism Expo in November, the people who visit the expo will actually vote for the Tourist of the Year, and you can actually win a nice prize. So just watch out for the ad. It will follow during the show, and just maybe take a chance and convince us that you're the star of the show.
So with that, let's just listen to the marketplace again before we go to picture of the week. Right, and so now we've reached the point where we want to show you the picture of the week, and this time you've had a look at pelicans at Halifax. Yes, ja, ich wollte das Ganze dem Thema anpassen und dieses Mal hatte ich das Bild entschieden für Rudolf Schmeing. Oh, das ist aber kein Pelikan, das ist ein Flamingo. Nein, ja. Okay. Hatte ich Pelikan Das ist ein Flamingo, ja. Das ist ein Flamingo, der halt eben auf Halifax zu segelt. Ich finde eine wunderbare Momentaufnahme, wirklich schön eingefangen. Und da sieht man auch wieder strahlender Sonnenschein, blaues, glattes Meer. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, auf nach Löderitzbucht. Yeah, it is really quite inviting, and this is a marvelous shot. I mean, to get that thing as exact like that, it must have been, he must have had his timing right. Yeah, and with that, we basically come to the end of our show. Thank you for listening. I hope we were able to inform you a bit about what was going on in the past week, and hopefully we can convince you to go down to Lüderitz, have a look yourself, and not only to support them, but actually to see what's going on there, because it's so interesting. Yeah. Yeah. And something really special and unique. Yeah. And with that, thank you, Wiebke, for going there and informing us. My big pleasure. Thank you for watching the show, and we see you next week. Keep well. Okay, keep well.